Zweimal Fujifilm, zweimal Mittelformat, zweimal 102 Megapixel, aber ein Preisunterschied von 2.500 Euro. Ich habe hier die GFX 100S2 und die GFX 102. Ich zeige euch in der Praxis, wo die Unterschiede der beiden Kameras sind und für wen welche am besten ist. Fujifilm bringt Mittelformat zurück ins Rampenlicht. Mit der GFX 102 ging letztes Jahr ein Modell ins Rennen, das die Vorteile von Mittelformat, in diesem Fall den riesigen Bildsensor mit enormer Farbtiefe und die Geschwindigkeit einer Vollformat vereint. Und damit wird natürlich die Flexibilität und der Einsatzbereich einer solchen Kamera enorm erweitert. Wer jetzt die Investition von rund 8.000 Euro allein für den Body scheut, für den bietet Fujifilm nun die kleine Schwester, die GFX 100S2, diese hier, für knapp 5.500 Euro. Die zwei Fujifilm Mittelformatkameras sehen sich auf den ersten Blick wirklich zum Verwechseln ähnlich. Beim näheren Hinschauen sieht man aber, das Gehäuse der GFX 102 ist doch eine Spur größer als das der GFX 100S2 und ist auch knapp 80 Gramm schwerer. Insgesamt wiegt das hier rund 950 Gramm. Beide sind wetterfest und recht robust gebaut, dank einer Magnesiumlegierung. Das große und brillante Display der Rückseite ist mit ca. 8 cm Diagonale bei beiden Kameras identisch. Unterschiede gibt es dann wieder beim Schulterdisplay. Das ist bei der großen Mittelformat auch ein bisschen größer ausgefallen. Zusätzlich habe ich bei der GFX 102 auch noch 3 praktische Schnellwahltasten. Den Sucher der GFX 102, den kannst du, wenn du ihn nicht benötigst, einfach abmontieren. Beispielsweise, wenn du nur das Display nutzt oder einen optionalen Winkelsucher montieren magst. Beim kleineren Modell ist der wiederum fest verbaut und in Sachen Auflösung unterscheiden sie sich auch. Hier habe ich rund 9 Megapixel und hier 6 Megapixel. Das sieht man im direkten Vergleich, aber insgesamt ist es Jammern auf höchstem Niveau, denn auch der Sucher hier liefert einwandfreie Bildqualität. Bei den Kartenslots, da kann die GFX 102 sowohl SD als auch Compact Flash Express Karten aufnehmen. Bei der GFX 100S2, da hat man nur 2 SD-Speicherplätze. Und auf der anderen Seite der Kamera, da gibt es bei beiden Modellen natürlich HDMI-Ports und den USB-C-Port. Der HDMI-Port ist bei der GFX 102 etwas größer ausgefallen und ich habe hier zusätzlich auch noch einen Netzwerkanschluss. Ansonsten Gehäuse, Verarbeitung, Schutz gegen Wasser und Staub, da gibt es zwischen beiden Modellen keinen wirklichen Unterschied. Ab in die Fotografie. Hier sind die beiden Kameras, was Autofokus und Einstellungsmöglichkeiten betrifft, komplett identisch. Wer Fujifilm kennt, kommt mit der Menüführung auch fix zurecht. Und für alle anderen gilt, Nerven behalten und reinarbeiten. Hier im Vergleich haben wir mit dem GF 55 mm mit einer 1,7er Blende Vergleichsfotos gemacht. Siehst du den Unterschied? Genau, wir auch nicht. In Sachen Bildqualität liefern beide Kameras einfach herausragende Ergebnisse und du kannst später in der Nachbearbeitung dank der XXL-Auflösung locker Bildausschnitte ziehen. Wir hatten zudem das Vergnügen, das 120 mm Makro Fuji auszuprobieren und da wird es dann halt schon extrem, näher ran geht fast nicht. Thema Geschwindigkeit. Mittelformatkameras eilt ja der Ruf voraus, langsam zu sein. Aber Fuji beweist hier das Gegenteil. Die GFX 102, die schafft 7 Bilder pro Sekunde und das Ganze auch, wenn man auf dem Auslöser bleibt. Ich mache das mal hier beispielsweise. Und ihr seht, es hört einfach gar nicht auf. Das kann man hier ewig weiter treiben. Und es landen hier insgesamt pro Bildpaar, RAW und JPEG, immerhin 250 Megabyte pro Bild auf der Speicherkarte.
Die GFX 100S2, die schafft 6 Bilder pro Sekunde, das heißt, ist nur unwesentlich langsamer, aber der Puffer ist nicht ganz so groß. Das heißt, mache ich das gleiche hier, dann werdet ihr gleich hören und sehen, dass da eben schon nach ein paar Bildern Schluss ist. Und da muss nachgeladen werden. Und das hat auch gar nichts mit der Speicherkartengeschwindigkeit zu tun. Wir haben hier in beiden Geräten die gleiche Speicherkarte drin, sondern es hat einfach damit zu tun, dass hier der Puffer größer ist, der Zwischenspeicher größer ist und dann einfach besser und länger fotografiert werden kann. Video im Mittelformat. Hier ist vielleicht der größte Unterschied zwischen den beiden Fujis. Die GFX 102, die kann 8K aufnehmen, wobei der GFX 100S2, da ist eben bei 4K Schluss. Und wenn du jetzt denkst, warum brauche ich 8K? Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, du brauchst es. Es ist unglaublich praktisch später in der Nachbearbeitung, wenn du nachher vielleicht dann auf 4K runtergehst. Du kannst einfach noch unglaublich gut Ausschnitte zoomen und die Bildqualität ist dann einfach immer noch brillant. Übrigens, dazu hat die GFX 102 auch diesen Compact Flash Express Kartenslot installiert, denn ohne eine Compact Flash Express Karte kannst du 8K aufgrund der Datenmenge auch gar nicht aufnehmen. Mein Fazit: Fujifilm hat es geschafft, mit der GFX 100S2 und der GFX 102 Mittelformatkameras für die breite Masse erschwinglich zu machen und für den ambitionierten Fotografen eine echte Alternative zum Vollformat zu präsentieren. Kompakte Gehäusegröße, ein schneller Autofokus und ordentliche Geschwindigkeit bei der Aufnahme sind in Kombination mit dem grandiosen 102 Megapixel Bildensensor eine wirkliche Ansage. Ich kann aus mittlerweile 9 Monaten Erfahrung sprechen, einmal Mittelformat und du magst nichts mehr anderes. Doch nun zur vielleicht interessantesten Frage. Lohnt es sich, 2.500 € mehr für die GFX 102 auszugeben oder reicht die GFX 100S2 nicht völlig aus? Ganz klar gesagt, wenn du hauptsächlich fotografierst und nicht darauf angewiesen bist, dass deine Kamera im Highspeed-Modus durchgehend 7 Bilder pro Sekunde schießt, bist du mit der GFX 100S2 wirklich gut bedient. Wenn du allerdings auch gerne filmst, dann rate ich dir, in die GFX 102 zu investieren. 8K Videoauflösung lassen dir einfach unglaublich kreativen Spielraum, sowohl bei der Aufnahme als auch in der Nachbearbeitung. Und wenn du die GFX 102 auch im Studio verwendest, sind so nette Features wie der Netzwerkanschluss und der abnehmbare Sucher Dinge, die man schnell zu schätzen lernt. Und klar, für Serienbilder, da hat die GFX 102 deutlich mehr Puffer eingebaut, um wirklich jeden Moment einfangen zu können. Dir hat das Video gefallen? Prima, dann freue ich mich auf ein Abo. Aktiviere doch gleich die Glocke, dass du informiert wirst, wenn das nächste Video online geht. Bis bald!